macht mehr Sinn, dass die Leecher 141 sind, wenn der Main gerade 160 macht. Dann kannst du quasi mit Party auf Level den Rest sinnvoll nachziehen. Das ist ein Irrtum, Danny. Das ist tatsächlich ein Irrtum. Das Problem ist, die 8-Char-Taktik hört ab dem Zeitpunkt auf, wo die Monster nicht mehr im Level über dir sein können. A.k.a. spätestens mit 160. Und was machst du, wenn dein Main 160 ist? Dann wechselst du Party auf Level. Ja, aber weißt du, warum das dämlich ist? Weil dein Main kann ja niemals höher als 160 sein. Das heißt, ob dein Main zum Beispiel ab Level 153 keine XP mehr bekommt oder nicht, spielt eigentlich keine Rolle, weil wie du schon sagst, es gibt keine höheren Monster mehr, zu denen du gehen kannst. Du kannst nicht mehr zu höheren Monstern wechseln. Das heißt, die XP für die Leecher, die bleibt ab dem Zeitpunkt, wo du zu den höchsten Monstern wechselst, immer gleich. Ob der Main jetzt 153, 54, 55, 56, 57, 58 oder 59 ist. Spätestens ab 160 ist sie schlechter, weil dann gibt es ja den XP-Debuff, weil man zu hoch ist. Aber spätestens ab dem Zeitpunkt ist es schlecht. Also deswegen mache ich das ja mittlerweile so. K-Speed ist aber schneller. Nein, K-Speed ab 153 ist fast genauso wie auf 158. Minimaler Unterschied. 5% vielleicht. Maximal. Und deswegen mache ich das ja schon jetzt so, weil ich das auf Burudeng schon festgestellt habe, dass es eigentlich ziemlich dämlich ist, seinen Main Character so lange zu leveln. Also ich meine, jetzt habe ich ein bisschen früh angefangen, zugegebenermaßen. Also so früh ist wahrscheinlich zu früh. Aber auf Burudeng habe ich den Fehler gemacht, da habe ich zu lange mit Party auf Schaden gelevelt. Und dann erst realisiert, dass das ja, ziemlich dämlich war. Weil es mir eigentlich gar nichts gebracht hat. Also das ist tatsächlich ein Irrglaube. Also die 8-Char-Taktik würde theoretisch unendlich lange funktionieren mit Party auf Schaden und 19 Level Unterschied und whatever. Aber halt ist halt dadurch begrenzt, dass es halt irgendwann keine neuen Level mehr gibt, keine neuen Monster mehr. Und damit halt irgendwann das einfach nicht mehr funktioniert. Also die nächstgelegene Taktik wäre, das sage ich eigentlich schon die ganze Zeit, fuck, jetzt habe ich ein paar Chars of Asria geschickt, glaube ich, oder? Also die beste Taktik, wie man das umgehen kann, ist, du machst einen Char 160, Party auf Schaden, sobald er 160 ist, fliegt er raus. Du machst den nächsten Char ausgerüstet, der levelt dann mit Party auf Schaden. Wenn der 160 ist, fliegt er auch raus. Dann wieder der nächste Char. Und so machst du sie nach und nach 160. Und zeitgleich kriegen die Leecher, die gerade nicht aktiv leveln, trotzdem die Party auf Schaden XP, wodurch ja der Leveler nicht weniger bekommt. So würdest du es min-maxen eigentlich. Aber es ist halt deswegen einfach so extrem unrealistisch, weil halt du halt für jede deine Klasse extrem gutes Equipment bräuchtest. Oder halt, naja, doch extrem gutes Equipment. Weil man auf 160 zu leveln braucht man extrem gutes Equipment, sonst ist das sinnlos. Also bei Kraken zu leveln mit Medium oder schlechtem Equipment, das brauchst du gar nicht erst anfangen. Das ist einfach nur Zeitverschwendung. Von dem her ist das halt deswegen relativ schwierig, weil du halt sau viel Geld bräuchtest für mehrere Charakter. Oder du würdest halt deinen Main-Charakter dann immer quitten. Also du kaufst dir einmal richtig gutes Equipment, ziehst den Char durch, bis er fertig ist sozusagen. Und dann verkaufst du sein Equipment und dann kommt der nächste. Und dann wirst du halt die ganze Zeit Equipment kaufen und verkaufen, weil du wahrscheinlich oftmals auch eher einen Verlust machen würdest als einen Gewinn. Also ich denke jetzt nicht, dass das so sinnvoll wäre, aber grundsätzlich wäre das die Strat. So, 17 Boxen, 81 Crab Meat. Oh, 8 Stück bekommen auf 89. Let's go. Also ja, wie gesagt, was bringt es einem, 500.000 Mammuts zu töten für ein Achievement, das dann sagt, ja wow, du hast 500.000 Mammuts getötet. Aber wie gesagt, ich meine, wenn du so anfängst zu argumentieren, dann ist halt irgendwie auch Scheißdreck. Also ich meine, what the fuck. Also ich finde, das macht irgendwie schon Sinn. Vor allem halt in einem Game, wo man halt wirklich... Also gut, jetzt aktuell vielleicht nicht mehr. Also jetzt aktuell gibt es eigentlich keinen Grund, Ewigkeiten bei Mammuts zu verbringen, weil es gibt ja Coral Island. Aber spätestens bei den Kraken ist es ja wieder so. Ich meine, es gibt ja in Fly immer dieses Prinzip von Max-Level bei Monstern grinden, die minimal unter Max-Level sind. Und da tötet man halt einige von denen. Und da wäre es ja schon interessant, wie viele hat man denn getötet, wenn man so ewig lang dort levelt. Also wie vorhin schon gesagt, jetzt stell dir vor, du gehst mit 153 zu Kraken zum Beispiel.
Und dann wäre es halt schon interessant, wenn du da von 153 bis 160 dort monatelang oder wochenlang grindest, wie viele man getötet hat. Also ich denke mal, das kann man selbst als jemand, der das Spiel nicht spielt, nachvollziehen, warum das vielleicht interessant wäre. Würde ich jetzt mal behaupten. Da muss man jetzt nicht mal das Spiel für spielen. Ein PC hat 2021 gut 1800 Euro gekostet. Also besteht ein PC nur aus einer Grafikkarte? Got her! Got her! Got her! So. Hi, ich war's. Hey, Thomas. Ich bin Thomas und ich hab dich gerade gehackt. Schau doch mal vorbei. Check out my YouTube, Bro. YouTube @ThomasHacked. Schau doch. Lass ein Like und ein Abo da, Bro. Wer zum Teufel würde das tun? Also, you know what I mean? Also, es ist ja dann eigentlich offensichtlich, dass sie es nicht waren. Aber, I don't know. McDonald's und einen großen Big Mac. Moment, nein, das wollte ich nicht. Was wollte ich? Verdammt. Seit gestern schaue ich mir deinen Mage- und HNR-Videos an. Jetzt habe ich angefangen wegen dir. Ey. Freut mich. Wenn ich eine neue Generation an Magiern inspirieren kann. Random deinen Blade und sie ist schon wieder dezet. In Firefox ist noch online. Lobe niemals Firefox in diesem Haus. Das ist mein Erzfeind. Ja, aber ich bin so ein Mensch, also ich finde, also wenn ich so eine Stunde Musik höre, wird mir dann langweilig. Irgendwie. Weiß auch nicht. Vielleicht bin ich ja ein Serienmörder oder so. Laufen 50 Monster hinterher und irgendwie schaffe ich es, entweder mein CS-Pad anzuklicken, einen meiner Leecher oder irgendein random Food. Also wie hier jetzt zum Beispiel. Da laufen dir 50 Tigers hinterher und du schaffst es, einfach fucking Food anzuklicken oder irgendein Item, das am Boden liegt. Dann drückst du auf Angreifen, dann sagt das Game, du kannst kein Item angreifen, bist du dumm oder so? Portbug, tot. Danke. Ich liebe Technik. Das schon. Was hat er letztens gesagt? Warte. Was hat Knack G letztens gesagt? Einfach eine Eigentumswohnung kaufen. Ich glaube, das waren seine Worte. Einfach eine Eigentumswohnung kaufen. Ich glaube, das war sein Schritt 1. Schritt 1, Eigentumswohnung kaufen. Schritt 2, Schritt 3, Profit. Ich denke, so ungefähr war das. Aber ehrlich gesagt, wäre mir das ein bisschen zu schade. Mein ganzes Leben arbeiten und sparen. Ich selbst hab nichts davon und vererb's dann jemandem? I mean, fuck that guy. Das ist mein Geld. Das nehme ich mit ins Grab, verfickte Scheiße. Wortwörtlich. Ich lasse mir einen goldenen Sarkophag nach Ägypten liefern und lasse mich dort einmausulieren, bevor das irgend so ein Pisskind bekommt. Kaufe ich mir den teuersten Sarg, den es gibt, lasse ihn komplett vergolden und lasse mich dann nach Ägypten liefern. Die vollen 25 Mio, die das kosten wird, auf den Putz gehauen. Und dann denkt das Kind so, dann denkt das Kind so am Tag, wo das Testament vorgelesen wird, es wird jetzt steinreich. Und dann kommt raus, alles weg. Alles weg. Und dann lässt du so ein Testament da, back erstmal kleine Brötchen und zock eine Runde Flav, Bro. Oh, nicht genug Geld? What the fuck?